wunderschönen guten Tag, liebe Paola. Guten Tag, Andrea. Paola, du hast ein wunderbares Werk geschaffen. Danke. Ich bin ganz begeistert. Und in diesem Werk geht es um die Seele der Menschen. Was hast du dir dabei gedacht? Es geht auch um Wiedergeburt, um Entwicklung. Wie bist du dazu gestoßen? Was hat dich dazu inspiriert? Gut, dazu inspiriert hat mich meine Geschichte. Also ich muss vielleicht mal ausholen. Ich bin ein typischer Mensch, der immer das Glück gefunden hat in den Expansion, also Job, Karriere, eine Familie, also so wie 80% oder 90% der Menschen das auch machen. Wir suchen quasi in diesen externen, expandierenden und materiellen Dingen das Glück. Ja? Und wir denken, wenn wir es erreicht haben, dann sind wir halt glücklicher. So, und ich habe in meinem Leben dann gefunden, dass ja, man ist glücklich auf der materiellen Sicherheits- und Komfortseite, aber was wir ins Innen drin haben, also das, was wir wirklich sind, bleibt da quasi auf der Strecke. Bei mir war das so, ich war so in meinem Ego-Identität gestrickt, dass ich wirklich nicht mehr wusste, wer ich dann wirklich bin, also was mein authentisches Kern so ist. Ja? Weil das Problem, wenn man eine Identität aufbaut und ich bin der Manager und ich bin die gute Mutter und das und jenes, man identifiziert sich so total damit und verliert den kompletten Kontakt zu unserer Authentizität und zu unserem inneren Kern. Das heißt, was will dieses non-physisches Part, also Seite von mir, was will die eigentlich? Also was macht die Leben wirklich? Ja? Was ist, was ich wirklich ausdrücken möchte in meinem Leben? Was ist für mich das Leben? Warum bin ich hier? Das sind alle Fragen, die haben mich im Laufe des Lebens quasi verfolgt. Und ich habe irgendwann mal bin ich aufgestanden und ich habe gedacht, okay, ich muss an meinem Leben was ändern, weil ich total in meinem selbst kreierte psychologische Realität gefangen war, in diesen Identität und in diesen extrem viele Gedanken, die meine ganze Energie geraubt haben. Also mein Leben hat alles in meine Gedanken stattgefunden, anstatt wirklich im tatsächlichen Leben. Ins Leben umzuwandeln. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was kann ich tun, damit ich mehr an diesem tatsächlichen Leben teilnehme und damit ich meinen eigenen Kern und Authentizität und was mich wirklich glücklich macht zu tun, was wirklich, was ist von Bedeutung für mich, in dieser kurzen Lebenreise zu machen, damit ich nicht nur mich selbst, mein Potenzial hundertprozentig ausschöpfe und mir das Leben kreiere, was ich tatsächlich will und nicht das, was mir die Gesellschaft quasi auferlegt. Genau. Und und dann deshalb bin ich einmal aufgestanden und habe gesagt, okay, jetzt ändern wir was. Das schreibst du nieder. Ja. Kann man das so sagen, Paola, dass das sowas wie ein Schlüssel sein soll für die Menschen? Um ihr Herz zu öffnen und also, wieder zu sich zu finden? Auf jeden Fall habe ich das Buch gefunden, weil ich möchte, dass mein Leben als Beispiel ist für viele Menschen, dass man nicht extrem viel Leiden und ein ganzes Leben dazu braucht, um bewusst sich selbst hundertprozentig zu kennen, zu lieben und zu transformieren, sodass man für das Leben quasi fit und mit fließen kann mit dem Leben. Ja? Hat es mit dem Bewusstsein zu tun, mit dem Selbstbewusstsein? Auf jeden Fall. In dem Buch gebe ich viele Tipps auch, wie man, erstmal geht es um Perception, also wie lerne ich andere Dimensionen von Leben zu entdecken, die nicht nur die physische Dimension ist. Das heißt, wie entdecke ich in mir eine Dimension, die es auch da ist, also das ist unbestrittbar, die wir aber komplett vernachlässigen, so viel, dass wir dann nicht mehr wissen oder dass wir die quasi ablehnen komplett und dann wundern wir uns, dass wir irgendwann mal dann im Leben unglücklich sind. Ja? Und ich gebe da drin quasi Tipps, wie man zu diesem authentischen Kern von uns selbst zurückkehren kann. Also erstmal das Bewusstsein muss hochsteigern. Ich arbeite sehr viel mit Yoga, nicht nur wegen der Gesundheit, sondern auch wegen der Energiearbeit.
Yoga ist es ein super Tool, um die eigene Energie so zu steigen und so zu, zu gestalten und zu managen in jedem, dass man quasi dann wirklich automatisch weiß, was einem glücklich macht und automatisch weiß, was sind die Entscheidungen, die für mich richtig in diesem Leben sind. Also und so eine Art Brücke auch, ne? Ja, genau, so eine Art Brücke, wo man sich selbst verhilft, diesen Bewusstsein zu kreieren über sich selbst. Was bin ich, was mache ich hier, was gefällt mir wirklich, was will ich machen und wie will ich vielleicht anderen Menschen helfen, wenn das auch mein Purpose ist. Ja, muss nicht sein, aber die meisten Menschen, du wirst sehen, die treiben am meisten, wenn sie wirklich dann sich teilen können. Das ist wahr, ja. Da gebe ich dir recht. Ja, das Ziel, was du mit diesem Buch aussagen möchtest, wo steht deine Passion für dich, für die Menschheit, für jeden Einzelnen? Und es ist ganz wichtig, weil wenn man diese Transformationsreise gemacht hat, dann wird einem klar, dass es ist nicht wichtig, was du machst. Ob du jetzt ein Buch schreibst oder arbeitest in einem Corporate oder egal was, ob du Schreiner bist. Was du machst, ist nicht so wichtig, wie wer du bist, während du es machst. Ja? Und das ist dann grundsätzlich das Message, dass man sagt, mach aus dir ein Mensch, der evolviert, also der quasi ein Geschenk wird für diejenigen, die man im Leben trifft. Und dann ist eigentlich egal, was man macht, weil man wird erfolgreich sein. Also wenn man anstatt diese Identität, diese reine Lebensintelligenz anfasst oder wieder in Kontakt damit tretet, was man in sich selbst trägt, dann, egal was man anfasst, ist es erfolgreich. Und weil man einfach wirklich im Leben ist, in dem Moment und genießt das, was man macht, in dem Moment und lebt man nicht für das Objektiv, für das Ziel, was man davor hat. Ist der Prozess, den man lernt zu lieben, mehr als das Resultat. Und damit wird man automatisch glücklicher. Weil die Identität, die bringt uns immer dazu, zu schaffen, Anerkennung zu suchen, erfolgreich in diesem Materiellen zu sein und so weiter. Und das ist es nicht. Also jeder, der ein bisschen gelebt hat, wird es auf seine eigene Haut bemerkt haben, dass diese ganzen Ziele und das, und klar, Geld ist wichtig, man muss aus sich eine Safety erreichen, weil du musst in dieser Gesellschaft auch leben können. Aber viel, viel wichtiger und was von uns komplett ignoriert ist einfach, wer bin ich und wie bin ich wirklich glücklich. Steht bei dir also in erster Linie das Thema Herz, oder? Sagen wir so, nicht nur Herz, sondern diese Balance zwischen Herz und Intellekt. Also Identität ist immer nur Intellekt und Intellekt ist wie ein scharfes Messer. Intellekt kategorisiert, du gefällst mir nicht, du bist so gut, du bist schlecht. Und er trennt uns vom Leben. Leben und Universum, der geht nicht nach solchen Gesetzen. Ja? Also das Leben geht nicht nach Trennung, das Leben ist all-inclusive, ich sage immer. Ja. Das heißt, je mehr du wirklich im Leben und Leute akzeptiert, die anders sind und nicht ohne Judgment, also ohne Beurteilung, sondern du bist wirklich so transparent, dass du, egal wen du triffst oder was du machst, du versuchst einfach das Beste aus dir rauszugeben und auch zu nehmen natürlich, es geht jetzt nicht nur um Nehmen, aber es geht um diese Balance zu finden zwischen nur Intellekt. Diese moderne Gesellschaft ist nur Intellekt. Also viele Leute, wir sind wirklich materiell, wir haben so viel Komfort wie nie mehr bevor, also noch nie bevor, aber wir sind extrem unglücklich. Also alle Leute, die ihre BMWs und Mercedes fahren, die gehen mit solchen Gesichtern. Ja? Normalerweise müssten wir unsere BMWs und Mercedes genießen. Müssten sie glücklich sein. Ja, müssten sie glücklich sein. Ja? Und und auch dieses femininen und maskulinen Aspekt. Also das ist in dieser Gesellschaft natürlich verloren gegangen, weil in einer Gesellschaft, die nur das Intellekt als gut sieht und die humane Werte und das Herz als Weakness, also als, Schwäche sieht. Das kann nicht funktionieren, da ist diese Balance nicht da. Deshalb, wir kreieren Komfort, aber wir kreieren nicht glückliche Menschen, gesunde Menschen.
Und wir benutzen nicht die Arbeit als Mittel, damit wir besser leben und fröhlicher und realisierter sind, sondern die Arbeit ersetzt das Leben quasi im Moment, ja, weil dieser andere Teil komplett fehlt. Und mein Buch ist quasi eine Invitation, also eine Einladung, den Menschen zu sagen, schaut euch diesen anderen Teil von euch, weil es wunderschön ist. Es ist so viel friedvoller und so viel Liebe ist da drin und so viel wirklich Stabilität, dass wenn man mit dieser Stabilität durch die äußeren Situationen geht, also diese Stabilität kann einem dann keiner wegnehmen. Ja, aber bis dahin muss man eine bestimmte Arbeit quasi mit sich selbst machen, das, was ich Inner Management nenne, dass man wirklich dahin kommt. Liebe Paola, das ist ein wunderbares Buch, wie gesagt, geworden. Wie kommt man an dein Buch? Oder wie heißt deine Homepage? Also mein Buch ist auf Amazon erhältlich, in alle Formen, also als E-Book oder gebundene Ausgabe. Und meine Website, da kann man quasi meine ganze Arbeit mit Inner Management auch anschauen, nicht nur das Buch, sondern auch das Yoga, die Meditationen, die Projekte, die ich dabei bin zu machen, und die heißt paolacorinaldesi.com. Die Webpage, und zum Beispiel für mich ist ganz wichtig, weil das Buch redet jetzt über Selbsttransformation, was uns als Menschen betrifft, ja. Aber man kann auch Arbeitsplätze transformieren, man kann auch Schulen, und man sollte es transformieren. Zum Beispiel einer meiner Projekte, Schule der Zukunft. Ich versuche quasi ein anderes Konzept in den Schulen beizuführen, weil wir haben Schulen, wo die Kinder bereits ich nenne die Versklavung der Spirit der Kinder, also, weil wir in der Schule bereits die Marionetten, die künftig das Wirtschaftssystem aufrechterhalten müssen, produzieren. Also wir produzieren Kinder, die bereits schaffen müssen, die überhaupt nicht das Sein oder das Nichtstun kennen, sondern wirklich nur goal-oriented. Man studiert nur das, was Geld bringt, man studiert nicht, was einem wirklich liebt, und das ist für mich total negativ, weil wir kreieren Massenmenschen, also die Individualität geht total verloren. Wir kreieren vielleicht viele schlechte Ärzte, anstatt vielleicht ein super guter Schreiner oder Maler dabei zu haben. Ja? Also das Genie der Kinder wird total überschrieben von diesem Intellekt funktionieren, Erfolg und Geld. Ja? Und ich versuche mit meinem Konzept über die Schule oder das neue Schulsystem quasi Kinder einfach Kinder sein zu lassen, dass man einfach das eigene, weil um seinen eigenen Genius zu erkennen, zu wissen und zu entfalten, es dauert seine Zeit. Und wenn wir die Kinder durch Noten, Druck, extremen Leistungsdruck schon in diese zukünftige Gesellschaft, Rhythmus, genau, in diese Form reinpressen, dann kann man dieses Genius vergessen, der wird auch nie wieder kommen, weil es ist eine angstbasierte Ausbildung. Und außerdem kommen wahrscheinlich auch gerne Krankheiten dann auch hervor. Ne? Natürlich, wir kreieren gestresste Kinder. Was sollen sie als Erwachsene machen? Entweder dann mit Medikamenten und Drogen weitermachen, oder die sind dann kaputt, die sind emotional kaputt und so weiter. Deshalb ist ganz wichtig, dass man den Kindern wirklich dieses Inner Managen, sie müssen lernen mit ihren Emotionen, mit ihren Gedanken, sie müssen verstehen, oder wir alle sollten verstehen, dass wir das Glück oder Unglück in uns selbst kreieren. Alles, was wir erfahren von außerhalb, erfahren wir durch den Filter, unser inneren Filter, diese Akkumulierung von Opinionen, Erziehung, Religionen, alles, was auf uns, diese Konditionierung, die man auf uns quasi drauf getan hat. Man hat gesagt, okay, so wie du bist, bist nicht genug, damit du im Leben oder in der Gesellschaft, dann musst du so und so und so sein. Und so haben wir quasi diese ganzen Prejudices und Opinionen und alles, was uns komplett im Weg steht, wenn es dann heißt, glücklich zu werden. Und genau, in dem Buch geht es darum, wie entferne ich mich von dieser Identität, die mich so sehr an diesen Opinionen, vorgefertigten Geschichten, ein bisschen das
das kann ich anziehen und ausziehen, je wie ich es brauche in der Gesellschaft. Ja? Aber wie kann ich dann wirklich so sein, wie ich wirklich bin, in alles, was ich tue und stabil auch dabei bleiben. Ja? Und das ist ganz wichtig. Und die Kinder müssen es auch lernen. Gut, zu managen, quasi ihre Inneren zu managen. Ich meine, wenn wir unseren Inneren nicht managen können, wie können wir außerhalb gehen und dann Leute in der Arbeit managen oder Kinder in der Schule irgendwas beibringen? Ja? Das geht gar nicht aus meiner Sicht. Ja, gut. Liebe Paola, erstmal vielen Dank für dieses sehr aufschlussreiche Interview, was wir jetzt geführt haben. Danke dir. Und ich kann wirklich nur von Herzen sprechen, geht mit ganz viel Aufmerksamkeit in dieses wundervolle Buch und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere dadurch auch einen neuen Weg finden wird zu sich selber. Das wünsche ich mir. Vielen Dank. Vielen Dank, Andrea.